Guten Morgen und herzlich willkommen zurück hier auf dem besten Kanal auf YouTube, wenn es um Musik geht, plus super krassen Weltplaneten-Spezialgast Dana Rolle. Herzlich willkommen zurück, danke, dass du wieder einmal geschafft hast. Und ich glaube, der Mopsi versucht sich gerade hier reinzuschleichen, aber überlegt sich gerade noch. Ist die Tür zu schwer? Ich guck so um die Ecke, er überlegt sich noch, nee, das sieht man nicht. Man sieht aber vielleicht was anderes, falls sich einer wundert, warum hier sowas Komisches aufgebaut ist und aussieht wie eine Zahl. Es ist eine Zahl. Es gibt vielleicht ein Gewinnspiel. Das ist auf jeden Fall unten verlinkt. Jeder darf mitmachen, international. Ab 14 allerdings, weil irgendwelche Rechte und so weiter. Aber naja, sonst auf jeden Fall international diesmal. Das heißt, wenn ihr Bock habt auf irgendwas Cooles, richtig großes Christmas Giveaway. Ich wollte gerade nur sagen, es macht aber bei dem Ding auch Sinn ab 14. Also so oder so, finde ich. Och, ich hätte damit auch spielen können, als ich... was heißt spielen? Also ist ja was Technisches. Ich hätte das schon mit 11, 12 schon auseinandergenommen und wieder zusammengebaut. So, egal, auf jeden Fall. So, wir haben ja hier die ganzen Music Awards gerade die letzten Tage gehabt, beziehungsweise, wann war das? Sonntag. BTS haben wir uns schon angeschaut, war ein bisschen lang, aber das Video war halt auch so ein bisschen, weil es von einem Handy aufgenommen war, die Live-Performance vom Livestream und so weiter. Aber ihr habt uns da super viele Infos und super viele Links auch nochmal zugeschickt, so dass wir das Ganze auch nochmal in guter Qualität... ja, aber so schlecht fand ich es nicht. Ja, fand ich auch nicht. War nur die eine Stelle am Ende, aber da hat wohl auch nicht mehr sehr viel gefehlt. Nee. Von daher, alles gut. So, aber wir wollen natürlich auch noch andere Gruppen sehen, die bei den MMAs performt haben. Genau, heute geht es um Mamamoo und da gab es ein bisschen Background-Story. Ja, also, ich pack mal aus, was ich gesammelt habe an Infos. Mamamoo ist ja eine Senior Girl Group und heißt, die sollten eigentlich, wenn man so nach der normalen Abfolge geht, ungefähr vor BTS performen, weil sie ja eine Senior Group sind. Sie sind ziemlich erfolgreich und so und sollten relativ viel Zeit bekommen, auch aus Respektgründen und so weiter. Die haben viel zu zeigen, sind gut live vor allem, sind heftig live. Haben allerdings... Gesanglich und performen, also auch tänzerisch. Haben allerdings nur direkt in der ersten Hälfte der Show ihre Performance bekommen. Vor den Rookies? Vor vielen Rookies. Sehr krass gekürzt auf 7 Minuten oder sowas, was auch nicht die ganze Gruppenperformance ist, sondern 3 Minuten Wasser und 4 Minuten Mamamoo. Also super knapp, ist sogar ich glaube die kürzeste Zeit allgemein von allen Performances und eben kürzer als viele Rookies auch. Dann kommt dazu, die wurden bei dem Red Carpet nicht interviewt. Die wurden in den Credits nicht genannt. Also da ist sehr, sehr, sehr viel falsch gelaufen. Und eben vor allem diese verkürzte Zeit und wo die Performance platziert wurde, wird als sehr respektlos gesehen. Und es gab so ein paar Shades, die dann auch ein bisschen abgelassen haben während ihrer Performance. Die gucken wir uns gleich an. Genau. Was noch wichtig ist, Vasa hat auch Twit live performt. Im Stream bei der Übertragung wurde aber eine pre-recorded Version gezeigt, wo sie komplett durchperformt und dann startet Mamamoo. Tatsächlich live hat sie aber nur dann, ich glaube, den halben Song oder so ungefähr performt, weil sie sich dann fertig machen musste für die Mamamoo-Performance, weil die eben so wenig Zeit hatten. So. Ja, als ich das alles gehört habe, beziehungsweise die erste Info war, die ich mitbekommen hatte, war, dass sie eigentlich hätten eine längere Performance bekommen sollen, aber das ist dann runtergekürzt worden. Dann dachte ich dann so, wieso, was ist da passiert? Gar nicht gut. Aber okay, wir gucken uns jetzt erstmal die Performance an, dann können wir gleich nochmal weiterreden. Genau. Die haben wir nämlich noch nicht gesehen, ich bin gespannt. Auf jeden Fall ist es traurig, dass es überhaupt so weit gekommen ist. So, das Video scheint wieder sehr leise zu sein. Ja. Love.
Zunge darf nicht fehlen. Das ist einfach ein geiler Song. Ich liebe den auch immer noch. 내가 멍청해 너를 흔들게 한 싸가지 악마의 속삭임 욕심이 널 밀어내니까 내가 늦더라도 기다리지 마 I make you patient, I make you puppy, I make you hungry 주는 게 없지 근데 왜 나도 불행해질까 Baby 나는 멍청해 I don't like it Nobody like it 너는 심청해 Oh mein Gott, ich hab so Gänsehaut. Da hat sie die Adlibs gerade drüber gesungen, ne? Live. Sie wirkt schon noch mal ein bisschen aggro on top. So ein bisschen pisst. Okay, bevor es weitergeht, hier die Stelle wurde mir auch extra gesagt, dieses PD soll vermeintlich eventuell wohl für Production Director stehen. Und dann sagt sie ja Twit, also Idiot. Ja, so ein bisschen passiv-aggressiv, was ich denen absolut nicht verübeln kann. Nee, gar nicht. Das ist jetzt, aber das war jetzt pre-recorded? Das war die pre-recorded Version. Mir wurde auch ein Video zugeschickt von dem tatsächlichen Auftritt, wo die pre-recorded Version im Hintergrund lief und Wasser live performt hat, wo man sieht, dass sie nur die halbe Performance live macht. Und dann geht sie ab der Hälfte, oder? Genau. Aber dieses Video ist leider privat gestellt worden und ich kann auch kein anderes mehr dazu finden. Krass. Also falls jemand von euch dazu noch irgendeinen Link hat und das irgendwo finden Wo kann, war das dann denn schickt online? uns bitte zu YouTube auch. Auf welchem Kanal? Weiß ich nicht. Ich kann da gar nichts mehr sehen. Krass. Okay, also da läuft einiges gerade im Hintergrund, richtig Politik. Das ist, Ja. wussten die überhaupt, dass also die wussten auf jeden Fall, dass es ja recorded wird, aber wussten die, dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass es gezeigt wird? Weil Weiß ich nicht. es sieht so aus, Weiß als ich ob die es sieht mehr wie ein Rehearsal fast aus. Ja, wirkt es auch ein bisschen so. Als ob das jetzt, Ich weil weiß es nicht. es gibt viele so kleine Stellen, wir haben ja schon die eine oder andere Performance gesehen von Mamamoo und von Wasser. Ich will jetzt nicht sagen, aber es gibt so die eine oder andere Stelle, da merkt man, dass sie das so ein bisschen entspannter angeht. Also jetzt so mehr so ein Rehearsal-Mode ist, als in diesem vollen Performance-Film. Das genau. wird jetzt ein Video gleich, was dann vor so vielen Leuten gezeigt wird, was international gesehen wird. Es wirkt ein bisschen entspannt auf ihrer Seite. Ich habe sie schon krasser Wobei performen ich weiß sehen. nicht mal, ob es entspannt trifft, sondern eher so, kein Bock, fickt euch, ihr Wichser. Oder so. Aber es ist auf jeden Fall Weißt nicht, es ist auf jeden Fall nicht voll. Entschuldigt meine Aussprache. Es ist auf jeden Fall, also wir haben Wasser schon richtig hardcore gesehen. Ja. Aber ich weiß, es wirkt so, als ob die entweder nicht wussten, dass es wirklich gezeigt wird am Ende in der Show und das so ein bisschen Rehearsal-Mode eigentlich gerade ist, so interpretiere ich das. Oder ich kann mir nicht vorstellen, selbst wenn die so abgefuckt sind von den Leuten dort, gerade dann würden die, glaube ich, eins draufsetzen. Eigentlich schon. Ich weiß es wirklich nicht. Gucken wir mal weiter. Also dann geht's hier weiter. Ne? Ja. Wie haben die das denn gemacht?
Ach so, okay. Sehr einfallsreich. Und dann sind wir jetzt live. Ja. Okay. Ain't no love in this party. Das soll auch so ein Hidden sein. Das ist krass. Vor allem durch die gekürzte Zeit konnten die nicht mal jetzt ihren neuen Song performen. Okay, ich bin bereit. Vor allem der neue Song ist ja Killer. Also das. Jetzt bin ich auch gespannt, wie es live ist. Oh, die Haare. Ich fand den Muck gerade voll sexy. 여기선 잘해 상처를 다 마셔 착한 점 그만둬 Boom 까까꿍 타타뚱 리듬에 몸을 맡겨 뻔뻔하게 놀아 라라라 하루아침에 내가 변한 건 아니야 별거 아닌 거야 의미 같지 my oh yeah Grab on the party 눈금인 적 없이 알고 butterfly 양자를 부딪혀자 Okay tonight be fine 괜찮지 않아도 괜찮아 뻔뻔하게 Siehst du? Schon anders live. Oh. Dress code bling 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 No one I mix and match 빼지 말고 drum drum Go go baby 뻔뻔하게 놀아 미친 듯이 즐겨 필요 없어 wrong and right On and on Go go baby Go go baby Look up the hill Focus 난 나의 피사체 무시해던 소리 움직여 클릭 이렇다 저렇다 가타보다 공을 많은 애들이 먼저 영화에선 다이의 솔레인 잔스 Be fine 괜찮지 않아도 괜찮아 Sieht richtig cute aus mit den Zöpfchen oben. Ist so ein bisschen Ariana-Style. Mit dem langen Hoodie auch und den Overknees. Schon. Slash 6 Go go baby On the bus 며칠 준비하고 있어 시작해봐 다들 난리가 나 난리가 나 Jetzt verstehe ich auch. Ja, okay. 오늘 어땠어? 썰어 성공을 썰어 먹었네. 소리 질러봐. Das wurde nicht übersetzt. das war der Kommentar. Davon habe ich auch was gelesen. Imagine by Kia. Das war irgendwas mit How was the night? Cut. Und irgendwie sowas. Das ist so fies, das ist richtig fies. Ich habe jetzt auch nur verstanden, weil
Ja, also Vasa, die ist ja dann, die hatte genau die Klamotten an, nur den Mantel halt nicht drüber und die Cap schnell angezogen, soweit ich das sehe. Aber ich finde sie live, also jetzt ist sie schon noch mal anders da als bei dem pre-recorded Video. Also ich finde, das ist schon... Ganz andere Attitude. Ja, also ich bin mir fast sicher, dass die einfach echt dachten, dass es wird nun Rehearsal, wird hier gefilmt und die wissen nicht. Es ist natürlich alles Vermutung, ihr habt da vielleicht mehr Infos. Auf mich wirkt es jetzt so, als ob das ein Rehearsal gewesen wäre und die das dann einfach benutzt haben, weil es keine andere Möglichkeit gab, das zu überbrücken. Also da ist einiges scheinbar schiefgelaufen in der Organisation, aber die Mädels, finde ich, haben trotzdem aus der Live-Performance das Beste gemacht, definitiv. Trotz der ganzen Geschichten, die da scheinbar im Hintergrund laufen. Dass gerade die so wenig Zeit bekommen haben dann. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil die so krasse Sachen hätten abliefern können. Aber ich finde, dass sie trotzdem alle voll on point da waren, trotzdem performt haben. Man merkt, vielleicht mal in Mikrosekunden so ein bisschen an der Mimik, dass sie pisst sind oder dass da irgendwas mitschwingt. Aber trotzdem finde ich, dass sie alle das sehr gut gemacht haben. Auch coole Idee am Ende mit der Farbe. Ja, ich finde das aber bei Solar, auch wenn es so Ariana Grande-Style ist, so wie du es genannt hast, und im Stil finde ich es bei ihr attraktiver, auf mich jetzt wirkt es attraktiver, weil es nicht dieses übertriebene, total künstliche, so viele Haare, alles fake und super lange Lashes und ich finde, das wirkt einfach nochmal ein bisschen natürlicher und süßer oder fraulicher, also jetzt einfach, insgesamt einfach attraktiver. Mir gefällt es auch besser, weil ich finde, ich liebe Ariana Grandes Stil auch, aber eigentlich ich schon, finde, wenn sie gerade so diesen Look trägt, dass es so sehr kindlich und das niedlich bei ihr wirkt. Das ist ja dieses Lolita-Ding. Ja, schon, aber das mag ich gar nicht. Das finde ich so ein bisschen zu krass bei ihr, weil sie dieses Kindliche stark hat. Und Solar hat es halt nicht so sehr, deswegen wirkt es bei ihr nicht ganz so. Nee, also mit süß meine ich auch nicht kindlich süß, sondern ich meine, bei Ariana Grande ist auch nicht mehr ganz so viel. Nee, nicht so in die mehr Richtung. So sehr. Die haben die bei Dangerous Woman war das, glaube ich, so bei dem Album haben sie langsam vom Marketing her ins Frauliche gesetzt. Ja. Aber dieses Lolita-Ding schwingt bei Ariana immer so ein bisschen mit und das mag ich überhaupt gar nicht. Ja, war halt sehr cool mit den Gold Chains. Mega geil. Wien war die Haare, fand ich super. Auch schön. Dieses Blau. Ja, auch sie hatte eine sehr schöne Bewegung am Anfang, die sehr cool aussah. Und Biul hat ihre Rap-Performance super performt. Ich finde, sie kriegt auch immer genau den Mix irgendwie hin, dass sie so, wie sagst du immer? Tomboy, aber trotzdem das elegant hinkriegt und so. Es hat immer so einen Fashion-Style. Ja, aber sie ist halt so ein Tomboy. Ja, aber fett hier mit dem wie Flugzeuggürtel, Schnalle. Ein bisschen, ja. Sehr cool. So, geil. Jetzt haben wir aber, du hast das Video geschickt bekommen und zwar hier noch Mamamoo Shading. Das war das eine von den beiden, was nicht gesperrt oder privat gestellt wurde. Genau, das gucken wir uns mal an. What MMA did, gave everyone more than 7. Ja. Ach, jeder hat sogar mehr als 7. Ja, die Rookies hatten Minimum 8 bis 11 Minuten. Also zumindest mehr als 7. Ja. Krass. Made Mamamoo perform in the first half. No Mamamoo Interview gab es auch nicht, genau, hast du ja auch gesagt. Richtig krass. Da ist dann aber die Frage. Die wurden nicht mal in den Credits am Ende erwähnt und so. Wow. Ja. Auch nicht? Oh, shit. Das ist hart. Ja. Ich meine, im Musikbusiness ist immer Politik, ja, da gibt es immer irgendwas. Aber jemanden oder eine Gruppe, die so offensichtlich so gut und stark ist, so irgendwie versuchen, unter den Teppich zu kehren. Ja, vor allem dass sie in der ersten Hälfte der Show performt haben und weniger Zeit sogar als Rookies hatten und ja, teilweise vor Rookies aufgetreten sind, ist halt wohl gerade in Korea auch so ein Zeichen von Respektlosigkeit. Klar. Das kann ich absolut nachvollziehen. Also sofort, als ich das erste Mal gehört habe, die hätten eigentlich so und so viel war geplant, die haben aber viel kürzer bekommen. Da dachte ich so, oh, da läuft irgendwas nicht. Aber richtig. So krass dachte ich auch nicht. Dachte ich auch nicht. Okay, gucken wir. Und dann jetzt hier, couldn't perform the new song Hip. Was der krasseste Song ist das einfach. Ist ja so abgegangen, oh mein Gott. Ja, da hätten die so eine fette Show machen können, because of short time, okay. Und was kommt dann? So, here's Mamamoo being shading.
Was? Patty. Patty, achso, for 1 minute straight. Oh, 입지를 가지고 있는데요. 수많은 웬일까? 커버 피처링 음악 예능 실험을 통해서 리코드는 마마무라주사의 밑든단으로 음원 강자 타이틀을 alle so auf dem Fenster nur unterschrieben. Mit Platz für die 뭘 anderen. 해도 다 되는 마마무는 나는 멍청해. Ah, okay. Ja, ist genau das, was du gesagt hast. Okay. Production Director. Ja. Vielleicht ist auch der Name von jemandem aus dieser ganzen Politik, Vor- und Nachname, eben irgendwas mit P und D. Aber das Ding ist, wenn es pre-recorded war und es nur ein Rehearsal, dann hätte sie ja eigentlich wissen müssen, dass es nachher gezeigt wird und deswegen hat sie P und D hinstellen lassen. Also zu viel Raterei schon wieder. Das Meetup. Boah, das geht so schnell. Meet me up at Meetup at MA. Fourth. Party. 어땠어? 썰어 성공을 썰어 먹었네. 소리 질러봐. Ja, aber ganz ehrlich, I've cut up success and aided. Ja. Ja, das Ding ist, man kann das natürlich auch. Es können sich Leute jetzt auch drüber beschweren, dass es vielleicht unprofessionell ist, dass sie das jetzt am Ende gemacht haben. Aber ganz ehrlich, so ich an ihrer Stelle, irgendeinen Kommentar muss man auf jeden Fall. Es ist ja jetzt. Es ist total eine Beleidigung, unterschwellig. aber es ist nicht es ist krass schon in sehr- your face. Also Leute, die nicht im Film sind, die werden es nicht checken, aber alle anderen werden es ganz genau wissen. Deswegen ist es schon eigentlich ganz gut gelöst. Das Ding ist nur, ich glaube, das wird halt eher den Backlash so auf die geben wieder von den Ja, gut, Produktionsleuten. aber immerhin, die stehen, also, weißt du, wie sagt man das auf Deutsch? Stand up for yourself. Ja, das auf jeden Fall. 썰어 성공을 썰어 먹었네. 소리 질러봐. Aber die haben so recht. Ja. Let's go. Do that thing. Come on. Mann, wieso steht das so? 1 Millisekunde. Performance ends abruptly. Okay, cut. Oh, stimmt. Who are they dipped as soon as they finish. Ach, krass. Also Riesenschweinerei, die da scheinbar passiert ist. Wir sind natürlich nur Außenstehende, alle wissen nicht genau, was passiert ist, aber es ist auf jeden Fall was passiert. Gerade diese Aktion am Ende, finde ich, ist deswegen auch sehr gut und sinnvoll für die Fans und für alle anderen, die vielleicht nicht mal Fans sind, aber dass sie einfach checken, so da ist was passiert, was nicht in Ordnung ist, wo selbst die Gruppe selbst vorne auf der Bühne steht und sagt so, yo, wir wurden hier komplett gecuttet in allem, was wir machen. Und sogar unsere Karriere. Absolutes No-Go. Ich habe schon überlegt, ob es vielleicht daran liegt, dass die ganze Show sehr krass auch gesponsert ist von Kia. Und Kia hat ja so quasi ihre eigene Gruppe. Oh. Meinst du, weil Kia Blackpink so komplett sponsert? Ich weiß es nicht. Also es ist der Push kommerziell ist schon sehr krass auf Blackpink. Aber warum sind Blackpink nicht Samsung- aufgetreten? Äh, Die waren gar nicht dabei. Waren sie nicht? Nee. Brauchen sie vielleicht auch gar nicht, weil sowieso die ganze Show schon. Oh, keine Ahnung, ich verstehe das Stars Game da da noch sind. nicht. Also es ist sehr, sehr verstrickt und ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen, weil Mamamoo hätte safe eine riesen Show machen können. Das wissen wir alle, jetzt vor allen Dingen, nachdem wir die ganzen Queendom-Performances gesehen haben. Krass, also das ist... vor allem nachdem wir BTS gesehen haben und BTS so viel Zeit hat und richtig Fast 40 Minuten. krass abgerissen hatte ich schon so direkt ich habe mich schon so voll drauf gefreut, Mamamoo zu sehen. Auch. Und dann dachte ich so, war ja, richtig geil. hyped. Ja, und dann hast du mir irgendwie ein bisschen später gesagt, so, ja, die hatten eigentlich nur 16 Minuten oder irgendwas. Ja, ich glaube, mir hat jemand geschrieben, dass die von vornherein schon relativ wenig hatten. Ich glaube 14 Minuten. Ja, und das dann wurde dann wurde es auch noch nochmal auf 7 gecuttet, beziehungsweise eigentlich nur 4. Ja, und meine erste Reaktion war direkt so, hä? Was ist da los? Was geht da ab? Also ich wusste direkt, es wird irgendwie Politik sein. Ja,
keine Ahnung. Es ist sehr schade, aber ich habe sowieso den Eindruck, dass die Mädels sehr frei sind, dass die sehr sie selbst sind und ich muss sagen, ich finde es super sympathisch an den Mädels. Ich liebe das an den Mädels. Wie gesagt, ich habe letztens Solars eigenen YouTube-Kanal mich so ein bisschen reingesneakt und vielleicht noch ein bisschen mehr an sie verguckt. Aber das finde ich halt so super sympathisch an den Mädels, dass die einfach, die sind so bescheuert zusammen auch. Man merkt einfach, dass die echt sind. Ich will mehr von diesen Mama-Mu-Meme-Videos sehen. Das ist so ja, und die ganzen Mama-Mu-Meme-Videos auf Danas Kanal haben wir da einige gemacht. Schaut ihr euch auf jeden Fall an. Die sind so von Herzen lustig. Wir sind auch sofort so krass drin, dass wir genau einfach voll mitlachen. Und das haben wir bei wenigen, also bei ein paar Gruppen haben wir das tatsächlich auch, wo man merkt jetzt, wie bei den BTS-Jungs zum Beispiel. Ja, da habe ich das auch. Da haben wir das auch beide. Aber ob es jetzt daran liegt, weil sie Männer sind und weil die Mamamus Frauen sind und die Frauen eher ein bisschen konservativer, es ist sowieso alles sehr konservativ und die müssen ja auch sehr bedeckt sein. Wir haben ja auch mal, vergiss es nicht, wir haben mal ein Video gesehen, wo gezeigt wurde, wie Blackpink in Korea sich in der Öffentlichkeit zeigt und wie Blackpink in den USA in LA ist. Das war so ein Vergleichsvideo, dass sie wirklich immer total verhalten und so richtig devot und immer so total vorkommend und vorsichtig und dann in der LA waren die Frauen so, oh hey und cool und wow und ey und Dings, waren so voll offen, halt so wie wir es in der westlichen Kultur kennen, waren super, super süß, auch die Blackpink-Mädels, aber die sind ja überall so. Ja, die sind einfach sie selbst. Das war auch, zum Beispiel, darum ging es ja auch teilweise in dem neuen Song von denen, so an die Hater, und dass sie einfach, sie sind, wer sie sind und sie machen, was sie wollen und das ist geil trotzdem, egal was die anderen sagen. Und da ging es zum Beispiel auch um ein Ding von Wasser, wo sie mal an einem Flughafen war und kein BH getragen hatte und das wurde so voll der Skandal und sowas. Ja. Es kann sehr gut sein, ich kann es mir auch sehr gut vorstellen, weil so innerpolitische Sachen und es ist auch kulturell, Sitte und Moral ist gerade in Asien und in Südkorea natürlich auch einen sehr hohen Stellenwert. Ich bin ja jetzt nicht der Super-Experte, aber ich weiß, wie es in gewissen Kulturen sein kann, wenn Sitte und Moral... Da halt raus. Ich finde, sie sind ja nicht unhöflich oder so, aber sie brechen halt gewisse Regeln und gerade... so Gender Roles, glaube ich, die in Korea eben noch stattfinden. Ja. Und die sind ja auch jetzt, die sind ja auch gar nicht so jung alle, ne? Die sind, ich glaube 24, 25 und Solar 28 oder so. Siehst du ehrlich, ne? Ja, also alle auf jeden Fall schon ab Mitte 20 und man merkt aber, dass sie halt total selbstständig und frei sind und totale freie Geister so voll haben. Das feiere ich total. Für uns ist es aber eher normal, hier in westlichen Ländern das zu sehen, gerade auch in Deutschland. Ganz ehrlich, Mädels, wenn es da scheiße läuft in Südkorea, kommt nach Deutschland. Kommt zu uns! Ja, kommt zu uns. Das kann ja nicht sein. Weil hier würde man die so oder so mega krass feiern, von der Art, von der Musik, von den Looks, von allem. Und die würden alles toppen, was es bisher gibt. Just saying. Ja, aber deswegen, das finde ich gar nicht schön. Sowas mag ich überhaupt nicht, wenn so kulturelle Sachen und Sitte und Moral dann über Menschlichkeit gestellt wird, weil die Mädels sind einfach super. Also, so wie man die sieht, kann ich gar nicht nachvollziehen. Aber es ist halt schade, wenn die ihre Karriere deswegen dann drunter leiden sollte. Aber Mal sehen. Performance war trotzdem geil. So, es ist Thumbnail Time. Was machen wir denn? Cut. Hals ab. Würgen. Eine Träne. Kannst du mir Tränen reinmachen? Okay. Meine Augen so groß. Oh, da ist die Kamera ausgefallen. Wir sind noch da. Es gibt noch eine Abmod, nicht vergessen. Okay, ich glaube, ich hab's. Bestimmt nicht. So, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo, dann nicht vergesst, gleich an für den Ehrenmann. Und schaut auch gerne bei Dana vorbei, denn sie hat auch YouTube-Videos, YouTube-Kanal und so weiter. Da haben wir auch, du hast letzten Sonntag ein Video hochgeladen, wo wir beide auf Mamamoo auch reagieren.
super lustiges Video wieder einmal. Ich beneide jedes Mal die Videos, wo wir so richtig uns wegpissen über Mamamoo, aber die auf deinem Kanal sind. Wir müssen alle Meme-Videos von denen gucken. Ich glaube, es gibt 5 oder 6 Teile. Ich freue mich schon. Von denselben Herstellern der Videos, ja. Aber da gibt es bestimmt noch ein paar mehr. Ja. So, wenn ihr euch immer noch wundert, warum die Zahl hier hinten steht, guckt unten in der Beschreibung. Es gibt ein fettes Gewinnspiel, das jetzt hier über den Dezember läuft bis Weihnachten. Hier so ein Adventskalender-mäßiges Ding und danke und